So, das DVR-Problem ist gelöst. Das Autohaus Hackeroth hat ihren Techniker Herrn Pletsch hat mein Auto gefixt. Im Endeffekt war es ein Regionsfleck, was nicht gesetzt war oder richtig gesetzt war. Das konnte er mir nicht zu 100% sagen. Und ja, es hat jetzt so ungefähr 10, 15 Minuten gedauert. Und wie man jetzt da auf dem Bildschirm sieht, ist jetzt das Kamerasymbol mit dem roten Punkt da. Und das DVR-System funktioniert. Und das Software-Update, die 5.9.5, die soll wohl im Laufe des Tages dann auch kommen. Das scheint wohl damit auch zusammenzuhängen, hat er mir gesagt. Und falls das nicht der Fall sein sollte, soll ich mich nochmal bei ihm melden. Und dann würde er mir die auch over the air zur Verfügung stellen können von dem Autohaus selber. Ja, ich bin froh, dass ich das jetzt endlich hinter mir habe und habe auch weitergegeben, dass sie das bei jedem Wagen dann einfach bei der Auslieferung mal prüfen sollten, ob die, der Fahrtenschreiber heißt es ja, zur Verfügung steht oder nicht. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn ich auf der Autobahn bin. Gehe ich nochmal kurz in die Apps rein und zeige euch die dann. Aber jetzt bei der Auffahrt ist es ein wenig schwierig, wenn man jetzt noch den Bildschirm bedienen müsste. Da bin ich echt heilfroh, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ja, und nicht noch irgendwelche größeren Probleme gibt. So, dann würde ich mich jetzt einfach mal hier hinterhängen und LCC und ACC aktivieren. Und dann gehen wir doch mal, kann man hier oben auf das Kamerasymbol gehen. Steht ja auch DVR. Dann hier drauf und jetzt sieht man die Aufzeichnung, die er die ganze Zeit macht. Normalaufzeichnung ist sozusagen dauerhaft, macht er Aufzeichnung. Die überspielt er dann auch irgendwann mal. Ich habe jetzt eine 1 Terabyte Festplatte dran, das heißt, das wird, denke ich mal, ein bisschen halten. Und wenn jetzt wirklich ein Unfall passieren sollte oder es sehr knapp wird, dann kommen die Sachen hier in dieses Notfall rein. Oder man kann auch mit der Sprachsteuerung halt die Notfallfunktion aktivieren nochmal zur Sicherheit, falls das System es nicht selber erkennt. Genau, also im Endeffekt, das wäre es eigentlich schon. Und hier sieht man dann Fahrtenbuch, mein USB-Stick, das ja genommen wird. Und hier unten ist jetzt das Fahrvideo. Das ist sozusagen die App, die dann auch gefehlt hatte. Gerade gezeigt, so kommt man dahin oder so. Ja, ich hoffe, ich konnte damit jemandem helfen, falls er das gleiche Problem hat. Also der Regionscode ist schuld. Und leider durfte ich nicht Aufnahmen von der Durchführung machen. Das ist alles halt intern. Ich darf auch nicht den kompletten Wortlaut oder was da alles zu sehen war benutzen, sondern im Endeffekt, dass es ein Regionscode halt ist und wenn man das sagt, damit können die Kollegen dann schon was anfangen, die Techniker von denen. Ja, also wenn ihr das habt, kann auch gerne der Herr Pletsch von Hackeroth natürlich auch angerufen werden, meiner Meinung nach. Also wenn jetzt der eigene Händler woanders ist und Techniker davon noch keine Ahnung hat, gehe ich stark davon aus, dass er bereit ist, da auch zu helfen und das einmal kurz zu erklären, was da genau gemacht werden muss. Ja, und dann ist das Kapitel für mich, ohne Dashcam zu fahren, Fahrtenschreiber, DVR, Datenvideorekorder, wie es auch immer genannt werden möchte, abgeschlossen. So, dann zeige ich euch nochmal im Fahrzeug, habe ich jetzt endlich hier meine Dashcam-Funktion beim Fahren. Das nennt sich Fahrvideo hier, DVR-System ist das.
Ähm, Da werden die ganze Zeit Aufzeichnungen beim Fahren dann gemacht oder wenn ein Gang eingelegt ist, ähm, werden Aufzeichnungen gemacht und die werden auf einem USB-Speicher gespeichert. Ich habe jetzt eine 1 Terabyte Festplatte da dran und ja, so sieht das dann aus. Also wirklich, die Auflösung ist wirklich krass. Man kann alles erkennen. Ähm, ja, ist einfach der Wahnsinn, ne? Wenn man sich das hier anguckt. Ähm, also der nimmt beim Fahren die ganze Zeit auf und wenn ein Notfall passieren sollte, also er wirklich merkt, oh, jetzt gleich kracht es wahrscheinlich, dann macht er auch eine Notfallaufnahme. Die kann man aber auch manuell starten, wenn man hier drin ist. Und dann, ja, jetzt fahren wir gerade nicht, aber dann kann ich auf Aufnahme drücken. Aber das ist dann, wenn ich schon sage, oh, hier ist irgendwas, der fährt so komisch, da passiert vielleicht gleich was. Dann kann man das auch nochmal manuell sozusagen starten. Dann ist das unter dem Notfall, das auf dem ähm, System selber und da kann Xpeng dann auch darauf zugreifen. Hier auf der Festplatte weiß ich es nicht zu 100%. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, das System, das wird das schon selber ganz gut machen. Ja, so sieht das hier alles aus. Und hier sieht man die Speicher nochmal, dass er den 4,62 Gigabyte von dem System hier selber hat und die Festplatte von mir hier dran ist. Also Aufnahmen von Ereignissen mit geringem Risiko können 2,37 Gigabyte aufgenommen werden. Und Fälle Mittel- und Hochrisiko 675 bei dem X-Card. So, und der USB-Stick hier, der hat 4,62 Gigabyte. Das kann aber nicht stimmen. Moment. Da müssen wir einmal kurz gucken hier unter Geräteanschluss, Anschlüsse, USB-Gerät. Ach, okay. Ähm, Genau, der hat nämlich 1 Terabyte, so und 4,76 Gigabyte hat er jetzt schon genommen. Mein Fehler, das ist sozusagen eine 1 Terabyte Platte, ne, die hier genutzt wird. So, gehen wir hier nochmal auf Kamera, dann kann man nämlich hier das DVR. Ähm, genau, wenn das Fahrzeug gestartet und USB-Stick angeschlossen ist, nimmt er dann auf, dann kann man halt sagen, Hauptansicht und Rundansicht oder nur von vorne. Aber es ist natürlich sinnig, von allen Perspektiven das aufzunehmen, dass auch wenn jemand von hinten drauf kracht, seitlich einfach rüberfährt oder ähnliches, dass alles aufgenommen wird. Ja, dann sieht man das hier oben. Es leuchtet dann rot und dann ist er aktiv. Ich würde das auch immer aktiv lassen, weil er sowieso intelligent nachher überschreibt. Ähm, ja, kostet zwar auch ein bisschen Strom, ist klar, aber meiner Meinung nach, wenn jetzt ein Unfall passiert, den Stress, den man dann dadurch vermeiden kann, dass vielleicht derjenige sagt, nee, ich habe keine Schuld, dann kann man das sozusagen zeigen und der Polizei zur Verfügung stellen. Genau. Also hier kommt man dann auch nochmal drüber, ne? Aufnahme, dann wird er direkt notfallmäßig aufzeichnen und hier kommt man in die Aufzeichnungen halt rein. So, und das Video im X-Guard, das ist ja, wenn man steht, den Sentry-Modus aktiviert hat, da nimmt er dann auf, wenn irgendwas in die Nähe gekommen ist und ja, kann ich auch nochmal kurz zeigen. Ja, wenn er irgendwas gesehen hat hier, so, der ist Lieferwagen oder der Wagen ist halt ziemlich nah am Auto lang gefahren und dann nimmt er halt auf. Ne? Ja, das heißt, im Stehen kann man alles aufnehmen, falls irgendwas passiert, auf dem Parkplatz oder so jemand reinfährt und einfach wegfährt und beim Fahren auch und das über das DVR. Ja, schauen wir uns noch mal einmal ein kleines Videochen zusammen an und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Was ich natürlich jetzt auch noch mal kurz dazu sagen möchte, bevor das Video endet. Man sieht hier wirklich, wie schnell man gefahren ist. Auch ob man selber halt gebremst hat, Blinker aktiv waren, Lichter aktiv waren. Also man kann alles nachweisen.
was man selber dann sozusagen gemacht hat oder der Wagen. Und das ist ziemlich geil, würde ich sagen. Ja, hier kann man es dann aufs Handy runterladen, muss man sich in den Hotspot hier einwählen und kann man dann zur Verfügung stellen. Und dann natürlich auf der Festplatte ist es natürlich drauf, direkt an den Rechner. Ja, dann nochmal bitte liken, abonnieren und kommentieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.